can see clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and they're shaking. How am I supposed to save the situation? Hallo, herzlich willkommen heute zu Conny Dekoriert. Und Der Kameramann Micha freut sich wieder dabei zu sein. genau, wir beide jetzt hier kurz noch eben nach Feierabend in der Abendsonne haben wir den hier noch gemacht. Passend nämlich zu unserem Eingang. Und das ist heute unser Thema. Ein Hauseingangskranz, den wir vorher schon hatten, neu aufgepimpt, ein bisschen herbstlich dekoriert. Und genau, ihr Lieben, wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Und los geht's. Hier haben wir die Sachen und hier haben wir nochmal, beziehungsweise 3 Heide habe ich hier. Einmal weiß, dann nochmal mehr, ja, so ein helleres Flieder und hier ein dunkleres. Dann hier habe ich nochmal so ein Stacheldraht mitgenommen. Moos habe ich hier. Dann habe ich hier so einen Drahtkorb, den habe ich schon öfter mal mit in die Deko eingearbeitet. Den würde ich, glaube ich, heute gerne mal in den Kranz reinmachen. Dann habe ich Kreidefarbe und zwar ist das so ein Creme, ich muss mal eben gucken, ich glaube Kalkweiß. Kalkweiß, okay. Dann eine Schere, Draht, ein Teller, einen alten Lappen und auf der anderen Seite hier habe ich nochmal das helle Curly-Moos, natürlich Money und das ist der alte Kranz, den wir immer vorne an der Haustür haben. Nee, das geht jetzt nicht, Money. Genau, da könnt ihr hier oben in der Infobox mal gucken, wie die Basis geht. Ich fand den ganz schön und den haben wir jetzt wirklich schon ganz oft umdekoriert und immer wieder anders. Und heute wird er hell und es geht los. Versteckte unten natürlich der Seitenschneider. Ich habe nochmal vorsichtshalber die Heißklebepistole, falls ich doch nochmal was kleben muss. Und ich werde jetzt, hier kann man das sehen, ich zeige euch das mal. Ich werde hier nochmal eben, ich hatte hier so einen kleinen Ast oben mit eindekoriert. Den mache ich mir mal raus. Das Band könnte man auch noch gut gebrauchen. Den Draht mache ich mir hier ab. Und jetzt zeige ich euch mal eben, wie das von hinten aussieht. Hier hatte ich von hinten und von vorne Moos ran gemacht. Und so ist nämlich die Basis. Man hat praktisch hier mit dem Mühlenbetten, Quatsch, das waren Birkenäste, die hatte ich zu einem Kranz gemacht. Dann habe ich die verbunden hier mit dem Draht. Und das ist immer ganz gut, wenn man hinten diesen Hintergrund hat. Da konnte man natürlich innen drin auch viel mit eindekorieren. Was ich immer mache, wenn ich was an die Tür hänge oder irgendwo, wo es empfindlich ist, dann nehme ich immer dieses Filzband. Das ist natürlich perfekt. Und ich werde jetzt hier erstmal anfangen, weil das Moos ist wirklich schon einige Monate hier dran. Das ist natürlich super eingetrocknet und das mache ich mir jetzt erstmal ab. Genauso wie hier vorne. Nehme mir das hier alles nochmal raus. Da hatte ich mir auch so ein richtig kleines, ich glaube, ein Nestchen hatten wir hier auch schon drin. So, das befreie ich jetzt erstmal. Alles ein bisschen abgepuddelt hier. Das war ganz praktisch, weil das meiste Moos habe ich wirklich hier in den Kranz oder ins Geäst einfach nur reingemacht. Hier habe ich ein paar Stellen, da war es wirklich mit Kleber fixiert. Das ist auch nicht schlimm, er soll ja natürlich bleiben. Und genau, was nicht abgeht, geht nicht ab. Das ist nicht schlimm. Und ich werde jetzt die Kreidefarbe nehmen und mir hier auf einen Teller machen. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들어. Und dann nehme ich nämlich das alte Handtuch und tupfe mir jetzt hier überall. Guck mal, das ist doch ganz Ja, niedlich. sieht gut aus. Na, das wird richtig. Ich glaube sogar irgendwann sagte eine Abonnentin mal, könnte man hell machen. Ich glaube, das war zu Ostern oder so. Ich glaube ja. Da der Eingang jetzt ja relativ hell ist bei uns mit der Heide und mit den Weidenkörben
und den Lichterketten, finde ich, passt und harmoniert das jetzt sehr, sehr schön. Ich werde jetzt hier überall, wo ich überall ein bisschen Helligkeit haben möchte, mit der Kreidefarbe in den Kranz die Farbe eintupfen. Auch witzig, Micha. Normal machen wir immer erst die Kränze und da erst die Türdeko. Und dieses Jahr haben wir es irgendwie umgedreht gemacht, ne? Ja. Jetzt haben wir die Deko schon vorne, die kennt ihr ja. Wie gesagt, und jetzt kommt nochmal der Feinschliff und jetzt machen wir nochmal den Kranz. While the steps getting wasted, even though we feel. Habe das jetzt hier, ich meine, hier kann auch noch ein bisschen rauf. Und jetzt nehme ich nochmal den Lappen, mache ich die schöne Kreidefarbe ran und tupfe mir das hier nochmal hinten gegen das Gitter. Und jetzt einmal komplett getupft, innen drin auch, hier vorne, auch wenn da gleich wieder ein bisschen Moos raufkommt, finde ich wirklich schön. Gibt nochmal einen richtig tollen Kontrast. Werde ihn jetzt hochkant trocknen lassen. Ich würde mal sagen, so gute 30 Minuten und in der Zeit machen wir das Körbchen. Passiert, Kranz ist mir gerade weggerutscht. Ist aber nichts passiert, weil ich brauche unbedingt ein Stück Filz und da schneide ich mir hier auch noch mal was von dem weißen Filz, von der Filzbordüre ab und werde jetzt hier, das hat schon lange keinen Deckel mehr, aber die benutzt man natürlich trotzdem, werde mir das hier jetzt einfach noch mal eben so reinlegen, nehme jetzt ein Stück Draht und umwickel mir das. Auch diese Lichterkette hat einen Timer, meistens ist es in der Mitte, wenn man es in die Mitte schiebt, dann genau geht es mit Timer nachher aus und am nächsten Tag um dieselbe Uhrzeit wieder an. Hier nehme ich jetzt auch den ganz normalen Bindedraht, gehe hier einmal rum, verzwirbel mir das und dann hält es auch perfekt. Den Rest, den schneide ich mir jetzt eben noch mal ab. Guck mal, ich habe ganz bunte Finger. Das ist jetzt ich glaube die Tage jetzt genau, kommt der gewünschte Herbstkranz mit bunten Blättern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber da der natürlich nicht bei uns jetzt vorne reinpasst, den wollen wir gerne nämlich hinten für die Terrasse nehmen, kommt er jetzt die Tage. So, jetzt haben wir das hier fest. Lichterkette ist da. Und jetzt nehme ich mein Stacheldraht und schneide mir hier unten die Äste ab. Der Rest kommt gleich wieder in den Vorgarten. So, ich nehme jetzt vorher aber noch ein bisschen Moos, weil ich finde, grün ist immer wunderbar und verkleide mir hier das kleine Körbchen einmal hier unten komplett mit der grünen Seite. Jetzt nehme ich die Lichterbündelkette. Ich hatte nur noch diese und mache mir die ein bisschen auseinander und werde jetzt den Stacheldraht mit der Kette zusammen, ich würde mal sagen, so zum Knäuel machen. Ich nehme das ein bisschen auseinander, weil ich möchte gerne, dass das Licht komplett durch den Stacheldraht leuchtet. Nehmt ihr das Bündel oder das Knäuel und legt euch das hier oben jetzt rauf. Und jetzt kann man natürlich, guck mal, das ist doch niedlich, ne? Ja. Das ist richtig wie vorne, da haben wir es ja auch gemacht in den Stacheldraht und ich finde, das ist wirklich schön. Die Lichter sind auch gerade schon angegangen und wenn das wirklich nur so ein bisschen da durchscheint und werde das jetzt hier nochmal mit den Resten auffüllen. Guck mal, das ist so ein ganz alter verrotteter Zapfen. Der kommt da mit rein, der gehört dazu. Genau, und jetzt geht's los. Jetzt gucke ich, dass ich hier von meiner Heide würde ich jetzt ein paar Stränge von der lilanen und von der hellen Heide mir erstmal abschneiden. Und ich nehme jetzt hier erstmal ein bisschen weiße Heide und gehe hier unten in das Drahtkörbchen. Stecke mir das jetzt so ein bisschen da rein. Das hätte man vielleicht auch schon mal vorher machen können. Ich wusste nicht genau, wo ich die Heide einarbeiten möchte. Und ich werde mir jetzt hier einfach ein paar Äste reinmachen. Und mit dem Rest mache ich mir ein kleines Sträußchen, wickel mir nur ein bisschen Draht herum, einmal rum, schneide mir den Draht ab und fixiere mir das jetzt hier oben an mein Körbchen, so dass das einfach ganz locker so zur Seite wegfällt. Guck mal, jetzt haben wir hier einfach ein bisschen Heide zur Seite weg. Ich wollte das wirklich ganz natürlich, auch keine Schleifen oder irgendwas, nur ein bisschen Licht.
ein bisschen Natur. Und ja, ich denke, das geht so ganz gut. Und jetzt warten wir, bis der Kranz trocken ist. Ein bisschen mit dem Föhn haben wir jetzt nachgeholfen, damit das mal ein bisschen schneller trocknet. Und ich werde jetzt hier unten, so wie beim letzten Mal auch, einfach schon mal ein bisschen, guck mal, wie wunderschön das ist mit dem grünen Moos. Und dann das Braun und Weiß ist wirklich toll. Ich werde das jetzt aber schon mal ausfüllen, weil wir wollen nämlich gleich das kleine Körbchen hier unten schon mal reinstellen. Und ja, ich werde das hier jetzt erstmal ein bisschen mit Moos verkleiden. Das kleine Heidekörbchen, sag ich mal, setze mir das jetzt hier, das einmal hier rein. Und das Batteriefach möchte ich nämlich gerne dahinter nachher verstecken, dass man das gar nicht sieht. So, und ich werde mir jetzt hier erstmal ein bisschen Draht nehmen, schneide mir ein Stück ab, habe das richtig schön hier reingedrückt in Position und werde jetzt hier mit dem Draht, ich bin jetzt schon mal ein bisschen hoch, hier hinten in die Maschen gehen und mir den Korb erstmal hier oben fixieren. Ich mache die Hand mal eben weg, ich verzwirbel mir hier oben das paar Mal, gehe dann hier einmal rum und werde in der nächsten Masche jetzt auch noch mal reingehen. Und obwohl das eigentlich schon bei einmal müsste das reichen, aber ich werde das hier jetzt noch mal durchstecken. Nehme die Hand noch mal eben weg. Ja, ist schon ein bisschen stabiler. Wie beim Nähen kann man eigentlich hier jetzt noch mal hier oben, wie den Henkel auch, das noch mal verdrahten. Ich halte das schon mal hoch. Jetzt kann man nämlich sehen, das ist schon so ein bisschen eine kleine 3D-Optik, oder? Ja. Ja, es kommt so ein bisschen jetzt nach vorne mit dem Körbchen. Es hält super fest, weil es unten eben auch Standhaftigkeit mit dem Moos hat. Hier oben der Draht, was genau hier, ich habe einfach so ein Stück da rumgezwirbelt und das reicht völlig aus. Jetzt nehme ich noch mal mein Moos und werde so wie vorher auch überall ein bisschen wieder verkleiden. Das geht natürlich perfekt hier mit dem Draht, das hält. Da braucht man keine Klebe, kein Draht, keine Krampen. Das ist wirklich wunderbar. Und das kann man jetzt ausdekorieren, wie man das selber einfach schön findet. Guck mal hier, hier haben wir noch so einen kleinen Zapfen, der ist auch total schön. Ich glaube, den lege ich hier unten noch mit rein. Genau, ganz natürlich. Und auch hier in die Lücken. Und das geht wirklich, guck mal, zack. Und drin ist es. Und es ist wirklich wieder frisch eindekoriert. Und da werde ich jetzt auch in den Kranz noch mal ein paar reinmachen. Ein bisschen Curly-Moos nämlich, das finde ich ganz schön. Jetzt haben wir hier nämlich das Grüne und das ist ja nun auch, ist zwar weiß gefärbt, sagen wir einfach mal so. Und ich werde das hier jetzt noch ein bisschen mit in den Kranz einarbeiten, einfach in die Äste rein. Das hält nämlich wunderbar. Und genau, finde ich ganz schön, diese Natürlichkeit, da hat man ein bisschen Farbspiel. Nachher, wenn die Kastanien, ich habe heute gesehen, die kommen schon runter, da kann man nachher super leicht Kastanien reinmachen, Eicheln. Also da kann man jetzt wirklich zum Herbst ganz, ganz viel gestalterisch sich austoben. Ich habe da vorne eine Stelle, wo ich nicht reinkomme. Und dann nehme ich einfach jetzt so ein Stück Draht, biege mir den einmal so rum. Und jetzt kann man wie so eine patenthafte hier einfach in den Kranz rein feststecken und dann hält das da auch. Ganz natürlich, flott. Und jetzt können wir zum Herbst noch richtig schön braune Highlights reinmachen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach unten und dekorieren das mit ein. Genau, das machen wir. Und er hängt, oder Micha? Ja. Total schön, gefällt uns sehr gut. Und da habe ich ja noch, guck mal hier, die kleinen Seegurken habe ich noch gefunden. Die hatten wir mit den Enkeln und ich finde, die passen hier noch als Highlight. Ich kann jetzt auch noch so einen kleinen hier reinmachen. Finde ich wirklich ganz niedlich. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute mit diesem Deko-Thema inspirieren konnten. Und ihr wisst ja, einen Daumen hoch. Es ist sehr windig, deswegen Micha ist hier, würden wir uns sehr freuen. Ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, bekommt ihr mal Info, wenn ein neues Video online ist. Und auf Instagram, Facebook. So ihr Lieben, ich freue mich auf die Tage mit euch. Es geht jetzt richtig los, die Grenze kommen und Micha auch, oder? Ja, freue mich auch drauf. Genau. Bis dann ihr Lieben. Tschüss. Tschüss, macht's gut.
the same. Would you hug me in the dark? Let the worries go away. Would you do it all again? Do it all again? Would you